den M2 Competition als richtiges Track-Tool. Checkst du? So, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu dem zweiten Video, das wir hier bei Manhart drehen. Den haben wir jetzt gerade gefahren, den X6. Brachiales Gerät, man hört ihn auch noch, wie er ein bisschen nachläuft, wie er ein bisschen noch am Pusten ist. Aber sind wir ehrlich, es ist halt ein SUV. Hat viel Leistung, aber es ist halt groß, schwer. Es ist eigentlich nicht das, was ich am liebsten mache, nämlich sportliche Autos fahren. Und die bei Manhart haben noch ein anderes Fahrzeug da, was ich glaube, was mir jetzt noch viel mehr ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird, nämlich den M2 Competition als richtiges Track-Tool. Also als richtiges Rennmodul. Ne? Das sieht man gleich daran, dass er innen drin schon mal einen Käfig hat. Das sieht man daran, dass er auch die ganzen BMW Performance Parts hat, dass er hier hinten einen Heckflügel drauf hat. Ne? Also es schaut schon mal sehr racy aus. Und da steht vor allem MH2 630. Ne? Hier drüben stand MHX 700. Das Ding ist, ich habe ein bisschen nachgefragt, so, die sagen immer, ja, das ist eigentlich hat er mehr. Also der hat jetzt scheinbar angeblich 700 PS in einem M2. Leute, in einem M2 Competition. Das ist unfassbar viel. Und ich glaube, dass das jetzt gleich richtig Spaß machen wird. Weil ich auf sowas immer Bock habe. So Karren, die eigentlich absurd viel Leistung haben, aber halt trotzdem noch ein bisschen sich sportlich anfühlen. Und ich glaube, das bietet dieses Fahrzeug enorm. Ich finde, dass er, so wie sie ihn gestylt haben, schon mal sehr cool aussieht. Schwarz-Gold, etwas, das man immer machen kann. Er hat die BMW Performance Parts, vorne die Lippe, an der Seite auch noch. Also an sich schaut er schon mal sehr, sehr böse aus. Die Frage ist natürlich dann auch noch, fährt er sich auch so böse? Wir gucken mal ganz kurz in den Innenraum. So, da seht ihr schon, das schaut gar nicht so typisch, wie man das sonst kennt, aus, weil hier ist jede Menge ausgepolstert. So, das heißt, hier ist ein Käfig drin, hier sind richtig viele Polsterungen. Die sind natürlich ein bisschen dafür da, dass wenn du dir mal, dass du halt quasi nicht dagegen schlägst mit Helm oder auch mit dem Kopf, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll. Das machen wir heute aber nicht. Das Einzige, was heute passieren könnte, ist, dass wir vielleicht nicht zurückfahren dürfen, sondern zurückgefahren werden, weil das Ding ist geisteskrank laut. Also das Auto hier hat eine Abgasanlage, das ist eigentlich Exportvariante. Ich mache euch den jetzt mal an und wir hören es uns mal an. Oh Gott, ey, da kommt, glaube ich, jetzt gleich schon die Polizei und nimmt mich hier auf dem Hof mit. Oh mein Gott, das ist frech. Das ist äußerst frech, sage ich dir, ey. Okay, schon schwerer als beim X6. Das ist der Komforteinstieg. Ah, okay. Der Komforteinstieg. So, pass auf, was ich jetzt zeigen wollte. Oder euch zeigen wollte, Leute, natürlich, was wir euch zeigen. Aber auch dem Robby. Hier ist die Anzeige hier, ne? Die ist auch extra eingebaut. Heißt, wir sehen hier einmal die Temperatur und man sieht hier den Ladedruck und wir sehen auch Flap Open. Jetzt, wenn ich hier diesen Knopf drücke, hier Reset-Knopf, ich glaube, der ist normalerweise nicht dafür gemacht, aber jetzt in dem Fall Flap Auto, Flap Close. So, also es gibt 3 Einstellungen hier. So, Open, hören wir auch, klack, Automatik und Close. So, sollen wir mal mit Close losfahren, nur damit wir vielleicht es aus der Einfahrt raus schaffen, ohne direkt, dass jetzt hier Trouble ist. Weil in NRW, das Ding ist, wir sind ja in NRW, Leute, wir sind in Wuppertal, hier bei Manhart, da ist hier ist der Laden. Und ich weiß also, ich kenne ja ein bisschen die Geschichten auch über JP oder egal wen, dass hier ja ein bisschen
polizeitechnisch das scheinbar ein bisschen Trouble ist. Bei uns im Allgäu muss man auch mal Shoutout an die Polizei bei uns machen. Ich habe original noch nie Probleme gehabt. Ich wurde noch nicht mal angehalten. Einmal wurde ich angehalten. Da haben die aber gesagt, du bist über eine rote Ampel gefahren. Und ich habe gesagt, bin ich überhaupt nicht. Und dann bin ich tatsächlich über so eine zwischengeschaltete Ampel, die immer aus ist, drüber gefahren und die war rot. Ja, traurige Geschichte. Traurige Geschichte. Wie kann ich nur? Ja, aber 0 Punkte sage ich nur. Ich habe 0 Punkte. Aber auf jeden Fall, deswegen bei uns im Allgäu kennt man das Problem gar nicht so, dass man so Trouble hat. Aber jetzt hier habe ich schon ein bisschen, nach den ganzen Geschichten, habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst hier. Vor allem mit dem Auto, wir haben eine rote Nummer drauf. Also was man schon sagen muss, den M2, als ich das erste Mal gefahren bin, fand ich schon sehr cool, weil es definitiv ein Auto ist, mit dem man halt so ein bisschen Track-Tool-mäßig Spaß haben kann. Und das Einzige, was ich dann damals halt gesagt habe, das war, obwohl es der CS war, dass er noch ein bisschen mehr Leistung haben könnte. Klingt vielleicht bescheuert, aber ich finde schon, einfach wenn du dann auf den Track gehst, dann kannst du keine genug Leistung haben. Dann muss es richtig schwierig sein, dann muss es richtig bissig sein. Und wenn der jetzt knapp 700 PS hat, dann ist das schon verdammt viel für so eine Hinterachse. Der Reifung ist Michelin Cup 2, also ein Semi-Slick. Also auch den müssen wir eigentlich erstmal noch ein bisschen jetzt hier auf Temperaturen kriegen. So Freunde, jetzt sind wir unterwegs hier. Ich muss als allererste sagen, an was mich das hier gerade komplett erinnert. Nämlich an meine Nordschleife-Lizenz, als ich die gemacht habe. Das habe ich damals, das ist schon ein paar Jährchen her, da habe ich YouTube angefangen, da gibt es auch noch YouTube-Videos dazu. Ich fahre jetzt hier diesen BMW M235i mit 330 PS. Im M235i gemacht und das war vom Feeling her ein bisschen ähnlich. Dort ist auch den Käfig drin, dort ist auch noch so diese normalen BMW-Instrumente. Natürlich war das schon noch ein bisschen raciger, aber so vom Grundfeeling und auch vom Geräusch und vom Klang her erinnert mich das gerade an damals, als ich da die ersten Runden auf der Nordschleife gedreht habe. Also so ein kleiner Flashback. So, schauen wir mal kurz, wie sich das hier anhört. Ach so, warte mal, wir sind immer noch closed. (100, 206,9). Es fühlt sich schon schneller an als das, was ich zuletzt im M2 gefühlt habe, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal. Wobei man sagen muss, die hat auf jeden Fall schon ein bisschen was mitgemacht, die Bremse. Oh, geil. Na? Ja doch, ich fand die Vorderachse hat echt gut. Ey, aber, nee, aber das war. Vielleicht ein Stückchen näher zum Lenkrad hier. Das war echt geil. Also vom Gefühl her könnt ihr, ich meine das Auto wiegt 1,55 Tonnen, ihr könnt vielleicht so vom Gefühl her noch ein bisschen mehr ziehen für die Leistung, habe ich so das Gefühl, aber es ist schon geil. Das macht schon Bock. Was krass war, die Bremse ist auf jeden Fall, die hat schon alles mitgemacht, die wurde schon komplett durchgebumst, sag ich dir, weil, also wirklich, was haben die gesagt, hier 8.391 Kilometer hat er, aber davon 7.000 auf der Rennstrecke, also da wurde schon, der Kollege wurde schon ein bisschen hergenommen auf jeden Fall. Das merkt man so ein bisschen. Speziell auf der Bremse merkst du es krass, ne, weil du hast halt einfach eine Vibration, ein richtiges Flattern so auf der Bremse. Das fühlt sich nicht mehr nach einer guten, sauberen Bremse an, aber das ist okay. Das ist ja jetzt mal egal. Haben wir jetzt eigentlich hier ESC aus? Ich glaube schon, ne? Ja, ist aus. Allein die Geräuschkulisse, gell? Ja, es ist halt einfach. Monös. Ja, also mich erinnert das schon. Allein schon, weil deine Gurte die ganze Zeit schlackern, das erinnert mich schon so an so ein bisschen Rennauto, wenn irgendwelche Gurte wieder oder welche Dinger rumfliegen und man so ein bisschen kleppern hört. Das ist eigentlich so der Classic. Und halt dieses blecherne, ne, diese blecherne Abgasanlage,
Die erinnert mich so, also ich habe gerade Flashback. Ich bin gerade wieder auf der Nordschleife. Auch geil, wie man die Turbos hört. Also hier wurden ja größere Turbos installiert, Software gemacht, Fahrwerk, ist ein KW-Fahrwerk drin. Ja, sonst der Heckflügel noch, der Käfig. Und du hörst natürlich auch die Turbos jetzt krass bei dem Auto. Also ganz andere Soundkulisse so im Gesamten einfach. Ne? So, du merkst natürlich das Auto innen, dadurch, dass es so steif ist, arbeitet es mehr. Gerade eben vorhin sind wir merkst du jetzt die Bremse? So, so. Gerade eben, als wir noch die Stadt gefahren sind, war es so fast Zahn ausgeschlagen. Also es ist kein Auto für durch die Stadt cruisen, aber muss man ja auch nicht, sondern halt wirklich, also ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass wir keine Rennstrecke haben. Ich bin ganz ehrlich, das wäre jetzt geil. Auf die Rennstrecke gehen, richtig ballern, einfach austoben können, nicht diesen NRW-Feierabendverkehr, den wir jetzt hier haben. Aber ja, wir können nicht alles haben, wir machen das Beste draus. Ich wollte gerade Topspeed fahren, aber ich sehe ihn selber nicht so gut, deswegen ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade hier gefahren sind. Aber ja, guck mal die Kurve, Robby. Boah. Aber schau mal, ey. Ich glaube, da schleift auch was im Rathaus leicht, wenn man ein bisschen. Oh, aber der liegt schon geil, ey. Das bockt halt, wenn du dann so ein bisschen schneller in Kurven fährst, dann kommt halt dieses harte Fahrwerk und das alles, ne? So, das kommt schon zum Tragen dann. Okay, Leute, jetzt checken wir mal die Launch Control mit diesem Beast. Schauen mal, wie der nach vorne geht und vor allem, wie es klingt. Ich glaube, ja, Robby will jetzt gleich zusammenzucken. Achtung. Ja gut, das üben wir noch mal ein bisschen, würde ich sagen. Es war vielleicht ein bisschen viel Wheelspin jetzt hier. Boah, der viel Wheelspin. Also kriegst die Leistung 0 auf 100, kriegst gleich auf die Straße. 5,1 habe ich jetzt hier auf der Uhr. Mit leicht bergauf, aber das war ja bis zum dritten Gang, war das ja nur Wheelspin. Das kann man jetzt hier halt immer ein bisschen, wenn man es ein bisschen besser oder öfter macht, kann man das ein bisschen üben. Aber du wirst es niemals auf die Straße kriegen. Also da keine Chance. Hast du noch? Der Start war geil, oder? Ja, der war komplett Du bist da gestartet, da vorne hattest du noch ja, übel Wheelspin. schau mal an, was sind das? Von hier bis dann, das sind fast 100 Meter, 80 Meter Wheelspin. Wie ein Trottel da durchgeslidet. Aber du kriegst auch nicht auf die Straße. Die Reifen, die nicht richtig auf Temperatur sind, so. Diese Semi-Slicks, die musst richtig auf Temperatur kriegen. Und selbst dann, wenn du... Digga. Checkst du das? Was war das? Einfach den kompletten zweiten Gang durch, Digga. Du kriegst einfach nichts auf die Straße. Selbst im zweiten Gang komplett Wheelspin. Selbst im dritten hast du noch leicht Wheelspin. Also ich weiß nicht, wie der Zustand der Reifen ist, aber es ist auf jeden Fall kriminell. So, schau mal, zeig mal diese Anzeige nochmal beim Fahren auch nochmal. Das ist auch, glaube ich, ganz cool, um das mal zu sehen hier. Okay. Was? Ja. Also eins sage ich dir, wenn es heute nass wäre mit der Kiste, möchtest du, glaube ich, nicht mal 30% Gas geben. Alles aus. Alles aus. Die Reifen, die Leistung, Heckantrieb, ciao. Holy shit. Also es ist schon nicht ohne, ne? So hat man ein bisschen... Also man kann schon richtig Rambazamba machen mit der Kiste. Das ist schon sehr frech. Aber ich finde sowas halt geil. Also, das muss man einfach sagen, es ist halt einfach eine Experience und es ist so...
es gibt, glaube ich, viel zu wenig Leute, das ist das Traurige, die danach suchen. Ja, also ich glaube, der Trend geht immer mehr hin zu, wir bauen irgendwelche SUVs um und sowas und weniger zu, wir machen Track-Tools. Ist sehr schade, aber es ist die Realität. Der Markt ist einfach nicht mehr so groß und der andere Markt wird immer größer, hat man das Gefühl. Aber ich persönlich, so vom Herzen her, finde halt sowas immer geil, weil das ist puristisch. Du musst ackern, du machst Faxen, dir passiert was, du kannst es auch verhauen. Auch dieses Gefühl von, ja, weißt du, auch dieses Gefühl von, du kannst es verkacken, ist irgendwie, ist wie mit der Formel 1. Deswegen haben viele früher Formel 1 mehr geschaut, weil da war halt der Nervenkitzel, dass jemand stirbt dabei. Jetzt sagt jeder, oh, kann ja nichts passieren. So, ja, es ist so. Also es ist wirklich so. Traurig eigentlich, aber Adrenalin schwingt damit. Aber ist schon geil. Das ist schon echt frech. So Leute, wir sind jetzt hier fertig. Das war auf jeden Fall eine sehr wilde Fahrt und vor allem zwei sehr coole Autos. Wir haben beide sehr viel Spaß gemacht. Das ist schon noch mal ein bisschen frecher. Das ist auf jeden Fall mehr meins. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Danke, Jungs. Ja, kannst du aber schwenk einmal rüber. Ja. Einmal winken. Einmal winken für die Kamera. So. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.